Wir schauen uns heute das neue Trek Fuel EX 9.9 2023 an. Was kann das Fahrrad, was ist dran verbaut und wer sollte es kaufen, das schauen wir uns an in diesem Video. Ja, habe die Ehre, grüß euch Burschen und Mädels. Wir haben heute hier ein sehr, sehr schönes Fahrrad. Ich habe die Ehre, dass ich dieses Fahrrad von Trek zugeschickt bekommen habe. Es ist nicht mein eigenes Fahrrad, das geht wieder zurück, ist so eine Art Demo-Medienbike. Und dieses Fahrrad möchte ich euch heute ein bisschen näher bringen und zeigen. Es ist von Trek die Top-Ausstattung, aktuell in der Größe Large, passend für mich mit 1,85. Klar, könnt ihr auch in XL fahren, aber in der Hinsicht bin ich immer gern auf eine Nummer kleiner unterwegs. Dieses Fahrrad ist die absolute Top-Ausstattung, die Speerspitze der Technologie aktuell. Und von dem her ist es auch etwas teurer als das, was ich wahrscheinlich privat oder persönlich mir leisten könnte. Nichtsdestotrotz, es ist ein unfassbar geiles Fahrrad, wie man schon an den Komponenten hier sehen kann. Schauen wir uns auch mal die wichtigsten Teile an diesem Fahrrad an. Los geht's mit dem Rahmen. Bei dem Rahmen haben wir eine komplette Neuentwicklung. Er sieht sehr ähnlich aus wie zum Beispiel dieses elektrische Fuel EX E, was vor kurzem erst rausgekommen ist. Mit dabei hilft mir natürlich wieder die GoPro und da schauen wir uns die Details mal kurz ein bisschen an. So, wir haben hier Internal Cable Routing natürlich, wie schon bei anderen Fahrern von Trek gehabt, aber es ist jetzt auf jeden Fall so, dass intern eine komplette Zugführung vorhanden ist. Das heißt, das Auswechseln von diesen Seilen, Bremskabeln etc. ist gar kein großes Thema. Man muss nichts fummeln, man muss nichts suchen, es ist wirklich super praktisch. Natürlich haben wir hier auch wieder, wie gehabt, den Kofferraum. Das heißt, hier haben wir dann wieder die Wurst, sage ich immer. Da kann man entweder dann Essen reinmachen oder zum Beispiel einen Schlauch, eine Kartusche und ein kleines Minitool. Aber das Minitool braucht man in dem Fall nicht, weil es ja hier schon integriert ist. Wir haben hier unten, ihr seht es übrigens schon, es ist noch ein bisschen dreckig, weil es gerade von einem Trailride kommt, das Fahrrad. Ich war gerade damit unterwegs. Wir haben hier eine komplette neue Konstruktion. Das heißt, hier kann das Wasser wunderbar ablaufen. Wie ihr seht, da fangt sich dann nichts mehr, kein Dreck mehr. Und für den Dämpfer kann man hier eben auch zum Beispiel dann die Progression komplett einstellen. Ist eine feine Sache, hat sich auf jeden Fall bewährt, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel bei dem da irgendwie einen Stahlfederdämpfer fahren möchte. Hier hat man jetzt auch ein lustiges Loch, ziemlich cool. Da kann man zum Beispiel auch, wenn man lustig ist, einen Schlauch nochmal mit reinklopfen, dann fällt er nicht rum. Das ist eigentlich eine feine Sache. Gehen wir mal hier in die Details unten rein. Da haben wir jetzt so eine Flap, Mud Flap kann man das fast nennen. Und die ist jetzt dafür da, dass eigentlich da in diese Ritze nicht der ganze Dreck und Schmodder hängen bleibt. Und dann das irgendwie durchs Federn vielleicht noch beschädigt wird. Finde ich eine coole Lösung, habe ich so auch noch nie gesehen, schaut aber eigentlich ganz fancy aus. Dann schauen wir mal hier weiter, was wir da im Sinne von Schutz noch am Hinterbau haben. Das heißt, dieser komplette Schutz ist Serie, da muss man nicht dazu kaufen, finde ich eigentlich ziemlich cool, weil ich hasse das, wenn man ein neues Bike bekommt und da muss man das irgendwie von vorn bis hinten wieder abkleben. Hier auch ist ziemlich shiny, so Chrom, ist das Aluminium, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ganz gut, dass hier das teure Carbon nicht beschädigt wird, falls irgendwas mal bei der Kette schief laufen sollte. Der Hinterbau sieht insgesamt sehr, sehr fest und robust aus und macht auch beim Fahren einen ziemlich steifen Eindruck. Was wir hier versteckt noch so ein bisschen haben, das ist dann der Mino-Link. Das heißt, da steht es ja dann eh schon drauf. Man kann dann hier Low und High nochmal von der Geometrie her einstellen. Ich fahre es immer in der Low-Position, ist einfach dem geschuldet, weil ich sehr, sehr gerne bergab fahre. Beim Steuerrohr sieht es so aus, alle Leute, die gar keinen Bock auf diesen Knockblock hatten, die wurden erhört. Das heißt, der Knockblock ist jetzt weg. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, ich bin den Knockblock gewohnt und mir fällt jetzt die ganze Zeit das Fahrrad um. Lenker dreht sich ein, Vorderrad fährt weg. Und dann liegt es irgendwie am Boden. Bin ich nicht mehr gewohnt.
Wir haben hier eine Besonderheit bei den Lagerschalen, und zwar kann man den Steuerwinkel anpassen, und zwar plus minus 1 Grad, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ist also eine sehr, sehr feine Sache, ohne dann haben wir direkt die Tretlagerhöhe verändern zu müssen. Was man schon von dem Trek Slash kennt und auch vom Session, ist, dass hier einfach der komplette Downtube, das komplette Unterrohr ist einfach geschützt. Finde ich eine super coole Sache, weil da muss man sich einfach keine Sorgen mehr um dieses Bauteil machen. Kann man abnehmen, kann man dann auch nur bis hier fahren, und eine sehr, sehr schöne Leistung, die man dann nicht auch unbedingt dazu kaufen muss. So viel zum Rahmen. Ich kann euch leider nicht sagen, was der Rahmen so wiegt, aber das Fahrrad, so wie es hier steht, wiegt glatte 15 Kilo inklusive Pedale. Das ist jetzt kein leichtes Fahrrad, aber ich schätze mal, die haben das hauptsächlich deswegen gemacht, weil es natürlich auch für große Sprünge und für Bikepark-Einsätze aushalten soll. Von dem her ist es jetzt nicht das leichteste Fahrrad. Schauen wir uns weitere Komponenten an dem Fahrrad an. Allen voran die hauseigene Marke, und zwar Bontrager von Trek. Wir haben hier jetzt eine Kombination Vorbau-Lenker, kommt in der Breite 820 mm, das heißt, man kann sich das nochmal super kürzen. Sieht super schick aus, und Trek hat auch hier zumindest geschrieben, dass sie dieses Material so angepasst haben, dass es sehr, sehr angenehm ist, wenn man damit fährt, weil es einfach nochmal so einen gewissen Flex mitgibt. Ich muss sagen, vom Fahren her hat sich super gut angefühlt. Habe jetzt auch nicht viel gespürt, aber ich würde sagen, das würde sich sowieso erst bemerkbar machen, wenn man echt mal im Bikepark oder in den Alpen sehr, sehr viel Tiefenmeter sammelt. Mit dabei sind natürlich auch die Bontrager hauseigenen Griffe. Sind es mir persönlich ein bisschen zu dick. Ich fahre immer die Airgun-Griffe, aber man muss ganz ehrlich sagen, für einen Griff, der jetzt hier schon mitgeliefert wird, ist das auf jeden Fall eine super Lösung. Wird geschraubt, hält, verrutscht nicht, perfekt. Mit dabei ist auch ein Bontrager Avarda Elite Sattel. Ich habe den Sattel jetzt ein paar Kilometer zumindest fahren können, macht einen guten Eindruck und ist auf jeden Fall auch sehr, sehr bequem. Hier ganz gut, dass in der Mitte da ein bisschen freigelassen wird, und von dem her kann man den auf jeden Fall getrost auch fahren und droben lassen. Dabei haben wir natürlich dann auch jetzt hier die SRAM Code RSC Bremsen. Finde ich jetzt für ein Trailbike eine ziemlich mächtige Bremse, hat auch Sinterbeläge drauf, und von dem her bin ich überrascht, dass sie so eine große Bremse auf dieses Fahrrad packen. Ich bin jetzt gefahren, ich habe mich mal wieder so ein bisschen reinfühlen können in diese Code RSC. Meine Bremse ist es nicht, aber okay. Das ist jetzt nur mein Eindruck. Geschaltet wird hier mit der Axis-Schaltung. Voll elektrisch, macht übelst Spaß. Ich liebe diese Schaltung, muss ich sagen. Man schmeißt sie drauf, hat keine Kabel mehr. Echt eine tolle Sache. Es ist gepaart mit dem XX1 Schaltwerk. Macht wirklich super Spaß. Ich habe jetzt den Akku noch nicht leer gefahren, aber bin gespannt, wie sich das vielleicht bei den anderen Fahrrädern verhält, wie lange das der Akku hält. Aber momentan kann ich dazu leider nicht so viel sagen. Wir sind ja bei der Front dabei, ist auch eine Fox 36. Die Fox 36 hat in dem Fall 140 haben wir hinten, vorne 150 mm. Die Gabel kommt natürlich in der üblichen Factory-Ausstattung, das heißt, wir haben die Grip 2 Kartusche, hier die Float Luftfeder, und es ist eine super steife Verbindung vorne. Das Fahrrad hat damit eine sehr gute Spurtreue, macht auf jeden Fall Laune. Dabei haben wir hier jetzt auch den SI5 Team Issue Reifen. Ich fahre ja eigentlich nur Bontrager Reifen. Von dem her bin ich mit dem Reifen ganz zufrieden. Was mir bei den anderen Fahrrädern jetzt aufgefallen ist, ich würde vorhin eher den SE6 fahren. Warum würde ich vorher den SE6 fahren? Weil nämlich der hier nochmal eine Stolle hat. Und das bedeutet, wenn man den in die Kurve reindrückt, dann hat man mit einer Stolle, die hier nochmal ist, nicht so einen harten Übergang wie mit diesem Reifen. Das heißt, ich würde den SE6 vorn fahren und den hinten. Das ist eine tolle Kombination. Genau, Bremsen haben wir schon angeguckt. Das sind auch die neuen Rotoren. 203er Scheibe macht Sinn für dieses Fahrrad. Bei den Laufrädern setzen die Leute von Trek natürlich wieder auf die Eigenmarke Bontrager Line Pro 30. Super Laufrad. Ich hatte das schon in vielen Fahrrädern jetzt drin.
Ich habe es direkt ziemlich in die Mangel genommen, das Laufrad, und kann sagen, dass das wirklich eine sehr, sehr feine Sache ist. Das heißt, man muss da keine Gedanken sich machen, ob man da jetzt nicht vielleicht doch auf DT Swiss oder sonstiges irgendwie wechseln müsste. Ich bin von diesen Laufrädern überzeugt, und das Tolle ist, wenn mal wirklich doch was kaputt geht, dann habt ihr bei diesem Laufrad eine Garantie. Ich glaube, es sind 2 Jahre, und da wird keine Frage gestellt. Wenn die Felge kaputt ist, bekommt ihr sofort eine neue. Aber das muss man auch erstmal schaffen. Vorne sind wir durch. Dann schauen wir zu dem Mittelteil. Gefedert wird hinten mit dem Fox Float X, und zwar in der Factory Variante. Wir haben jetzt hier Einsteller sogar mit Nummern. Das heißt, man kann die Low Speed und auch die Rebound hier verstellen. Ich bin ein Fan von dem Dämpfer, der funktioniert wirklich super gut, und man kann eigentlich alles genauso einstellen, wie man es braucht. Einen Hebel zum Sperren haben wir auch noch am Start. Man kann den, wenn die Progression jetzt hier an dem Steller nicht reicht, könnte man jetzt zum Beispiel auch noch Volumenspacer wie bei den anderen Dämpfern auch einbauen. Von dem her macht es immer Spaß, mit dem Fox-Dämpfer zu fahren. Bei der Schaltung sieht es so aus, wir haben die XX1 Kurbeln, das sind glaube ich jetzt die teuersten Kurbeln, die ich je gefahren habe, mit einem 30er Kettenblatt, wirklich sehr klein, gepaart mit der unfassbar teuren Eagle hinten. Ich glaube, wir haben hier, schauen wir, Eagle Technology. Sind es nicht die 52 Zähne? Ich glaube schon. Und vor allem auch noch in dieser fancy Flip-Flop-Anodisierung. Sieht super cool aus. Auch die Kette hat genau die gleiche Farbe. Und mit der Schaltung gepaart macht es schon wirklich, das ist einfach top of the line. Da kann man überhaupt nichts sagen. Da gibt es eigentlich nichts Besseres. Der Freilauf hört sich so an. Es sind 108 Eingriffspunkte mit, ich glaube, 6 Sperrklinken, und macht auf jeden Fall richtig Radau am Trail. Das heißt, man braucht nicht unbedingt eine Klingel jetzt zum Beispiel an dem Fahrrad. Hier hinten haben wir auch wieder die Code mit einer kleineren Scheibe. Ich glaube, das ist eine 180er Scheibe, und das ist natürlich dann gepaart hier mit einem schönen Tool, das wirklich sehr fest sitzt. Dann kann man dann das hintere Laufrad festziehen. Den Imbus hat man immer dabei, super praktisch eigentlich, und von dem her kann man dann da nichts verkehrt machen. Kann man übrigens auch dann die Gabel vorne festmachen. Hier hinten haben wir dann auch wieder den Bontrager SE5 in der Abmessung 29 Zoll 2.5. Ich fahre natürlich wie jedes Fahrrad immer tubeless. Ohne Tubeless fahre ich keine Räder mehr, das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Es funktioniert wirklich bombastisch gut, und ich hatte zum Beispiel am letzten Slash über die ganze Saison keinen einzigen Platten. Hatte ich noch nie geschafft, das ist wirklich phänomenal. Von dem her, coole Geschichte auf jeden Fall. Dann haben wir noch ein letztes Stück an diesem Fahrrad, und zwar eins von den teuersten Gegenständen wahrscheinlich auch an dem ganzen Bike. Das ist die RockShox Reverb Access. Macht hier einen richtig guten Job. Schaut aus, als hätte ich hier irgendwie eine Fahrradsatteltasche irgendwie dabei. Mit dem Trigger, muss ich sagen, macht es richtig Spaß, dass man dieses Teil da betätigt. Reagiert auf jeden Fall blitzschnell und funktioniert bisher sehr zuverlässig. Für wen ist das Fahrrad? Ich zeige euch jetzt im Anschluss noch mal ein paar Fahrszenen, kläre es dann noch mal so ein bisschen, warum man sich das Fahrrad am besten kaufen würde. Und grundsätzlich kann ich aus meiner Erfahrung bisher sagen, dass wenn man jetzt so eine Range aufspannt zwischen dem Top Fuel, das heißt eher Marathon, Cross Country bis zum Slash, das dann eher so in der Richtung Downhill, ja, nicht Downhill, Enduro und Racing geht, dann ist man jetzt bei dem Fuel EX wirklich schön in der Mitte. Das heißt, der Fuel EX ist meines Erachtens auch möglich im Bikepack zu fahren. Das war bei dem vorherigen Fuel EX, ich hatte es ja, ist auch gegangen, aber es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Bei diesem Fahrrad, muss ich sagen, ist es jetzt um einiges nochmal besser. Das heißt, die Lücke zwischen dem Slash und dem Top Fuel ist noch mal ein bisschen besser geschlossen worden. Für die Trails zu Hause klettert es wirklich super. Es ist nicht ganz so schwer wie das Slash und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Geht gut aufs Hinterrad, ist ein bisschen kürzer, ist relativ verspielt. Man kann auf den Trails richtig Spaß haben, vor allem wenn es irgendwelche Home Trails sind. Von dem her, jeder, der sich seine Abfahrt verdienen muss und nicht ständig im Bikepark unterwegs ist, der kann bei diesem Fahrrad getrost zuschlagen. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Mischung, und alles, was jetzt die weiteren Fahreindrücke anbelangt, gehen wir jetzt gleich rein, zeige ich euch jetzt.
ab geht's. Willkommen auf den ersten paar Metern mit diesem sehr, sehr schicken, teuren neuen Fahrrad. Ich schaue mir mal an, wie das funktioniert und werde euch mitnehmen. Ab geht's! Ich finde diese aufgeräumte Optik da mit den 2 Bremskabel richtig geil. Gut, dann ballern wir den ersten Schwimmer runter. Spoiler, meine Bremsen gehen noch nicht, aber die brauche ich hier zumindest nicht so richtig. Das ist eher so Flow Trail, dass wir reinkommen. Verschaltet. Ich schalte immer hoch statt runter. Also ich bin die letzten Male mit dem Slash gefahren und da merkt man hier ganz stark, es ist viel verspielter, das Rad. Aber ist eh klar, bei der Kategorie, ja, macht richtig Laune. Jawohl. Ich glaube, in die Reifen ist noch zu viel Druck. Okay, macht Bock. Richtig geiles Bike. Also man merkt definitiv, es ist straffer, klar. Also wirklich sehr, sehr verspielt die ganze Geschichte. Und im Gegensatz zum vorherigen würde ich sagen, nochmal ein bisschen mehr abfahrtsorientiert. Okay, jetzt habe ich noch ein bisschen Luft aus den Reifen ablassen. Das ist noch ein bisschen geschmeidiger. Ja. Das ist schon ziemlich nice. Klein, verspielt. Top-Fahrwerk. Leise. Gibt ein paar Jumps. Jupp. Oh, da waren mal Jumps. Dann weg. Verdammt. Ja, yeah, genau das Richtige. Jupp. Jawohl. Saugeil. Geht ab. Ja, jetzt sind die Holzspringer weg. Ich habe mich gerade gewundert. Jetzt fangen sie echt zu tröpfeln an. Glaubst du es ja kaum. Ja, also für diese Trails zu Hause in der Umgebung Deutschland, Mittelgebirge wird dieses Fahrrad mit hoher Wahrscheinlichkeit das Fahrrad. Wenn man jetzt eher weniger, wie ich aktuell, in den Bikeparks unterwegs ist, dann macht es für solche Trails, Home Trails, schon sehr, sehr viel Sinn. Klettert auf jeden Fall wie eine Gazelle. Richtig gut. Im Steilen ist halt noch mal so ein bisschen besser wird es Slash, weil es durch die sehr flache Geometrie für steile Kletterpassagen nicht so gut geeignet ist. Von dem her muss man da einfach in sich gehen, wenn man eine Kaufentscheidung hat und sich fragen, was will ich mehr. Jetzt biegen wir in einen Trail ein, der unfassbar technisch ist. Ich bin ja selber erst einmal bergauf gefahren und bin jetzt sehr gespannt, wie das mit dem neuen Fahrrad bergunter funktioniert. Ich muss nur noch den Einstieg finden. So, vielleicht sind die Bremsen ein bisschen gnädig. Mal einbremsen, dass ein bisschen Grip da ist, sonst wird es jetzt schwierig. Und los geht's. Ja, also da ist das Rad gefordert. Und ich. Relativ eng. Muss man gut manövrieren können. Jo. Und immer mitpushen. Ja, und genau für sowas ist das Bike wirklich genial.
rauspedalieren. Ja, läuft. Puh. 29er for the win. Grundgeschwindigkeit hier ist eher so mittel. Achtung, Dreck. Und immer wieder schon treten. Der Lenker ist jetzt übrigens auf 78 eingestellt. 820. Das ist eine nette Länge, aber unfahrbar. Das heißt, wenn ihr das Rad mit dem Lenker bekommt, das erste, was man machen muss, auf seine Bedürfnisse kürzen. So, da ist er gleich zu Ende. Super. Als Resümee kann ich sagen, dieses Fahrrad ist unfassbar teuer, aber auch momentan Cutting Edge of Technology, was man sich so ins Haus stellen kann. Von dem her muss jeder selber wissen, wie viel Geld das er ausgeben will. Dieses Fahrrad ist der Oberknaller. Es macht richtig Laune, rein vom ersten Eindruck her, damit durch die Wälder zu pflügen. Ich selber würde wahrscheinlich keine elektrische Schaltung momentan aus Kostengründen kaufen. Vielleicht die GX Access, aber das, was hier verbaut ist, ist natürlich richtig geil. Dennoch ist mir persönlich jetzt ein bisschen zu teuer. Fahrrad selbst ist im Gegensatz zum Slash ein bisschen verspielter, kürzer, macht zu Hause auf jeden Fall mehr Spaß. Es ist ungefähr so, als würde man mit einem Slash fahren, das eine Nummer kleiner ist. Der Vergleich hinkt, ja, ich weiß. Und wo zu viel Druck in den Federelementen ist. Das heißt, es ist ein bisschen straffer, wie so ein Sportfahrwerk, aber hält dennoch super die Spur und hat viel Grip in den Kurven. Radfahren damit hat super Laune gemacht. Schreibt euch mal in die Kommentare, was ihr von diesem Fahrrad haltet. Findet ihr das cool oder sagt ihr, boah, also die Optik gefällt mir gar nicht? Würde mich interessieren, ich lese jeden Kommentar. Falls ihr noch Fragen zu dem Fahrrad habt, schreibt es mir gerne. Es geht jetzt morgen wieder zurück. Ich versuche es dann zu beantworten. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben für den Algorithmus, hilft meinem Kanal, natürlich auch ein Abo mit Klingel. In diesem Sinne, macht euch noch einen schönen Tag, geht's Radfahren. Servus.